Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu timetodo.ch. Heute am Donnerstag haben wir immer Themen, die etwas außergewöhnlich sind, die im Mainstream gar nicht so behandelt werden, wie sie eigentlich behandelt werden sollten. Denn es gibt fantastische und immer wieder mehr neue Methoden, die uns Menschen helfen können und die uns Menschen andere Wege zeigen, in eine gesunde Zukunft oder in eine andere Zukunft zu gehen, wie wir das bisher kennen. Eine ganz interessante Frau. Zwar spreche ich Englisch, aber gleichzeitig Deutsch und Englisch und übersetzen war mir jetzt doch ein bisschen zu viel. Deswegen hat Anya Petrovic, ihre Dolmetscherin dabei, die Susanne Züger. Und so können wir in Deutsch reden und sie übersetzt alles in Englisch, was sie sagt. Erst einmal herzlich willkommen im Studio. Freue mich, dass ihr da seid. Vielleicht stellst du dich erst mal vor, wer Anya Petrovic ist und wie sie zu dem Thema Tesla Metamorphose gekommen ist. Would you first like to introduce yourself and how you came across Tesla Metamorphosis? Well, I live in Australia and I was in healing work for a quarter century. Also ich lebe in Australien und war für ein Vierteljahr, für fast ein Vierteljahrhundert im Heilbereich tätig. And I was doing Reiki for 11 years and then reconnective healing for 8 years. I was assisting on Dr. Eric Pearl's seminars. And then Tesla happened to me. I actually didn't find it. It had found me. Also ich habe 8 Jahre lang Reiki gemacht und anschließend dieses Reconnective Healing. Und danach bin ich eigentlich zum Tesla gekommen. Es war nicht so, dass ich Tesla gesucht habe, es war mehr, dass Tesla mich gefunden hat. Yeah, it actually happened like a fairy tale. One day I was in Belgrade and I came early in the morning into a place where I was doing healing work. And all of a sudden I was, just standing by the window and watching morning sun, when all of a sudden I saw 2 doves just coming straight onto the window, 2 white doves. They flipped their wings, turned around, and it was such a magic moment. I just couldn't connect it to anything. Later on I understood it's because of Tesla, because Tesla loved doves. Ja, es hat eigentlich so angefangen, ich war in Belgrad und bin zur Arbeit gekommen und stand da beim Fenster zu und da kamen plötzlich 2 Tauben angeflogen und das war so ein wunderbarer Moment, wie ich diese Tauben gesehen habe. Aber zu dieser Zeit konnte ich das mit nichts in Verbindung bringen. And then 9 coincidences happened in that day, telling Tesla, Tesla, Tesla. Yeah, it's because I always put small commas on the sides when I say coincidence, yes, because there are no coincidences. Ja, und es gab an diesem Tag 9 Zufälle, die mich immer wieder mit Tesla verbunden hatten. Und ja, ich sage immer, wenn ich das Wort Zufall verwende, dann sage ich, ja, man sollte das in Anführungs- und Schlusszeichen setzen, weil für mich gibt es eigentlich nicht wirklich Zufälle. Yeah, I was doing healing on a client who came, and all of a sudden there was a sound in my head. Tesla healing, you need to reconstruct Tesla healing. And I thought, what a nonsense, because I knew about Tesla and his inventions, but I really didn't know anything about his interest for human health, about his spirituality. Und ich hatte eine Patientin bei mir und war bei der Heilarbeit dran und da hörte ich plötzlich ganz tief in mir drinnen, Tesla Heilung, du musst das wiederherstellen. Und ich habe mir gesagt, das macht ja eigentlich gar keinen Sinn. Weil natürlich kannte ich Tesla, ich wusste von ihm, aber nicht in dem Zusammenhang, dass er was mit Heilung zu tun hatte.
Es wäre gerade meine nächste Frage gewesen. Die Zuschauer, die meine Sendung schon oft gesehen haben, kennen natürlich Nikola Tesla, aber nur in Verbindung mit freier Energie oder Übertragungstechnologien oder anderen Experimenten. Dass Tesla auch was mit Heilung oder mit Instrumentarien oder Vorgängen zu tun hat, die heilen, wusste ich auch nicht. Dieses Thema Tesla Metamorphose, wie kann man das erklären? Was eine Metamorphose ist, weiß ich. Wer Tesla ist, weiß ich. Aber wie geht es für die Menschen? Was kann sich der Mensch darunter vorstellen? Right, he said most of the people watching this program, they might know who Tesla is. That's great. And it was like him, you know, who knows obviously who Tesla is, and he also knows what a metamorphosis is. But that is the big question: how can you actually interpret, or how can you say what exactly this Tesla metamorphosis is all about? Yeah, well, the name Tesla Metamorphosis comes from the fact that we, in Tesla Metamorphosis, can access Tesla waves that are different from Hertzian waves. They actually get stronger with the distance. Wenn die Regie mal die Bilder vom Laptop einblendet, dass wir diese Wellen mal sehen und dann kann die Dolmetscherin übersetzen, was wir gerade gesagt haben. Kannst du zugreifen auf den Computer? Ja, danke schön. Also Yes, der Ausdruck, sorry. Yes, so on the left side you see Hertzian waves. They are weaker with the distance. And the right side you see Tesla waves that actually increase in intensity with the distance. Also der Ausdruck Tesla Metamorphose kommt davon, von den Tesla-Wellen, die sich deutlich von den hertzischen Wellen unterscheiden. Und wie man sehen kann, links im Bild die hertzischen Wellen, das ist so, dass sie mit der Distanz abnehmen. Das ist der Unterschied zu den Tesla-Wellen, die mit der Distanz größer, also stärker werden. Yeah, and what is fantastic, we actually access those waves directly from the field. We don't use any machines. It's, you know, it's, as Tesla would say, directly from active ether. Tesla used ether instead of. Und was so wunderbar an diesen Tesla-Wellen ist die Tatsache, dass wir direkt auf die Natur zugreifen, dass wir das so, also wir haben direkten Zugang auf die Natur und können so die Wellen verwenden, und das war eigentlich das, was Tesla immer wollte. Yeah, and somebody might question, how do we know that? And yeah, at first I didn't know. I just knew somehow. I knew, you know, people who are in spiritual path, they sometimes simply know things. So I knew that I'm doing Tesla Metamorphosis now, but I didn't have any proof. People usually ask for tangible proof. Ja, das war so, als ich da angefangen habe, mit diesen Tesla-Wellen zu arbeiten, da wusste ich einfach tief in mir drin, dass ich das tun musste. Das ist manchmal so, dass Menschen, die sich auf dem spirituellen Weg befinden, einfach so ein Gefühl haben, dass sie wissen, was sie tun müssen. Aber es war nicht so, dass ich das irgendwie beweisen konnte. But then fortunately now we have PIP camera. This is a special camera. Dr. Oldfield from London constructed this camera, and this camera can make images, real-time images of energy field. And ja, glücklicherweise haben wir jetzt diese sogenannte PIP-Kamera. Mit dieser Kamera kann man Energiefelder genau erkennen. Dr. Professor Lyuba Ristovsky from the Institute for Bioenergetic Research made a PIP camera image of a Tesla amplifier with extra coil constructed by engineer Marjanovic. Und Professor Lyuba Ristovsky, der hat Bilder entwickelt
wo man sehen kann, wie diese diese Spule, diese Tesla-Spule funktioniert. Die wurde von vom Ingenieur Marjanovic rekonstruiert. He actually made it just according to the instructions from Tesla's notes, exactly, you know, how many grams and so on and so on. And that's, as far as I know, the only Tesla amplifier with extra coil that was constructed in the world. Und der Ingenieur, der hat das genauso gemacht, basierend auf den Notizen von Tesla. Und soweit ich weiß, ist das der einzige Tesla-Verstärker mit einer zusätzlichen Spule, der so funktioniert. Erklären wir mal, was wir da sehen. Was sieht der Zuschauer da? Okay, could we now explain to the people what exactly they can see here? Well, here you can see the energy field that radiates from this Tesla amplifier with extra coil. And you can see those purple colors, which are specific for Tesla waves. So it is interesting when Dr. Professor Ristovsky did PIP camera images at the seminar that I held in Belgrade, then we have found, actually we have now approved, like colorful on white, not black on white, but colorful on white, that we use Tesla waves in Tesla Metamorphosis. You see those purple colors in the image is really specific for Tesla Metamorphosis. Was wir hier gesehen haben, ist sehr interessant, weil es sind die Farben lila vor allem, die wir in der Aura erkennen, um diesen Tesla-Verstärker herum. Und die gleichen Farben sehen wir hier im Bild bei einer Heilung. Das ist auch wieder das Lila um den Patienten herum und um die Therapeutin herum. Da sind jetzt so Buchstaben dran. Kann sie mal erklären, was diese Buchstaben bedeuten, was man da im Einzelnen sieht? Wenn die Regie das Bild noch mal einblendet, danke. Right, there are different letters here on the image, and could you explain what these letters mean? If you go onto my website, teslametamorphosis.com, you can find the analysis of PIP camera images made on Tesla Metamorphosis seminar, and this analysis is by Dr. Professor Ristovsky. So, under what scientists say, you can find the button Die Analyse dieser Bilder quasi findet man auf der Website. Genau, yes. Und das basiert auf dem, was Professor Lubor Ristovsky herausgefunden hat. Dort kann man dann genau nachschauen, was die Auflösung dieser einzelnen Buchstaben ist. Mhm. Yeah, was mich hier noch interessiert ist, gehen diese Energiefelder oder diese Energieströme in den Körper oder aus dem Körper? Yeah, what he is actually interested in knowing is whether these energy streams go into the body or whether they come out of the body. Well, it's in and out, because Tesla Metamorphosis is about bringing body back into balance. So those Tesla waves, they have their own intelligence. And it's interesting that when we do healing work, we don't focus on illness, because what we believe is that what we call illness is actually just a symptom. The cause is somewhere else. And that's why we play like children without focusing on the problem. And there is obviously some higher intelligence that does healing work. Ja, also diese Tesla-Wellen, die sind sowohl drinnen wie auch draußen. Und wenn wir Heilarbeit machen, ist es so, dass wir uns eigentlich nicht auf eine Krankheit konzentrieren, sondern es ist so, wie wenn da eine höhere Intelligenz vorhanden wäre. Und die
dann weiß, um was es geht. Also wir konzentrieren eigentlich uns darauf, dass wir den Körper wieder in ein Gleichgewicht bringen und nicht auf die Krankheit selber. So that's the advantage from working with machines, because with machines, you know, you can overdose, like with medications. Here, this high intelligence and the intelligence of the body make a kind of agreement, and that is how the healing takes place. But what I wanted also to tell is that it is not just that in Tesla Metamorphosis we access those Tesla waves, but Professor Istovsky states that those waves are not present in any other modality. In all other modalities, it's mainly green colors, so you can see the photos of some other modalities. Ja, also die Tesla Metamorphosis, also diese Heilmethode hat den Vorteil, weil es werden keine Maschinen verwendet. Bei Maschinen, genauso wie bei Medikation, kann man überdosieren. Bei uns, bei der Tesla Metamorphose, ist das nicht der Fall. Das ist eben wie eine höhere Intelligenz, die das alles ins Gleichgewicht bringt. Und hier haben wir ein paar Bilder, auf denen wir eben auch die Farben wieder in der Aura erkennen können. Das heißt, ihr benutzt das Gerät, dieses Spulengerät, und leitet die Energie um, oder war das Spulengerät nur die Darstellung dieser Tesla-Welle und ihr bewegt die woanders her? Wo kommt diese Schwingung denn her? Okay, he wants to know whether you use this Tesla coil to do your work, or where does this energy, where does this tension actually come from? No, that's actually what is fascinating, because we don't need any machines, we don't need Tesla coil. Tesla coil is just the demonstration that we actually can access the same frequencies of energy as Tesla coil radiates. And also one young scientist, Norbert Petrovic, made a chart, and you can see it, where he had shown how Tesla created Tesla coil according to the energy fields in human bodies. Yeah, so here is that chart. So it seems that when we do healing, we act as Tesla coil, because we can access and play with those frequencies that we now call Tesla waves. We call them Tesla waves because Tesla was the first one who worked with them, and he was the first one who talked about them in his Canadian inventions. Also dieser Ausdruck Tesla-Wellen und diese Tesla-Spule, die wir vorher gesehen haben, das bedeutet eigentlich nur, das will nur zeigen, dass wir auf die gleiche Energie zugreifen. Man hat das ja auch bei den Farben gesehen. Und es ist nicht so, dass wir das irgendwie verwenden müssen. Also wir arbeiten einfach mit den gleichen Energieschwingungen. Es gab da einen serbischen Wissenschaftler, Boris Petrovic, der hat herausgefunden, dass die Chakren, dass das genau dieser Tesla-Energie entspricht, mit der wir jetzt auch arbeiten. Das heißt, Sie brauchen keine Maschinen, Sie brauchen keine Hilfsmittel, Sie zieht die Energie aus dem Äther und gibt sie weiter auf den Patienten. Habe ich das so richtig verstanden? Yes, did he get that right, that you actually use no machines, that you get the energy right from ether, and that you access, or that you put it straight onto the patient? Yeah, actually the patient takes what he needs, because our body has its own intelligence. The body has intelligence, our heart has intelligence, knows how many times to pump the blood, our kidneys have intelligence, and so on. So this energy has intelligence, and if you go onto my website and go onto analysis of PIP camera images, you could find just an image of a massage table, and those purple colors are already in the field. So there is no client, there is no practitioner,
but they are already there. The intention to do healing brought them there. And it's interesting, I don't know if you have heard about Swami Vivekananda, but Swami Vivekananda was friends with Tesla, and he was in his laboratory, and then he wrote to his colleague in India saying how Tesla talks to his lights as to conscious beings, because it seems that Tesla obviously knew that he's talking and working with intelligence, that those are not just lights. Ja, ich weiß nicht, ob Sie, would you be able to repeat his name again? Vivekananda, Swami Vivekananda. Swami Vivekananda, ich weiß It's nicht, an ob Sie... Indian Yogi-Meister. Yoga teacher, okay. yeah. Sie weiß nicht, ob du den kennst, Ja. aber der hat eben auch mit solchen Energien gearbeitet. And would you have to repeat the first bit again? I didn't get all of what you said there. Well, he was in Tesla's laboratory, and he wrote to his colleague and said that Tesla talks to the lights in his laboratory and gives them orders as if they were intelligent beings. Ja, also ist so, also er hat gesagt, dass es so ist, als wenn Tesla anwesend wäre und wie durch das Licht zu ihnen sprechen würde und ihnen auch Anweisungen gibt in diesen Laboren. Wie sie quasi mit seinen Schwingungen, mit seinen Wellen umgehen können. Genau, genau. Ah, okay. Wenn ich habe ich soweit verstanden, dass diese Tesla Metamorphose eine Methode ist, wo ich aus dem Äther diese Tesla-Wellen ziehen kann und die dann zur Heilung verwende. Es stellt sich die Frage, heilen diese Welle alles? So what he has understood so far is that these Tesla waves come straight from ether and that you can use them for the patient. The question is whether these waves can actually heal everything. Well, yeah, with Tesla Metamorphosis, absolutely everything is possible, though we never know what the result is going to be. Majority of clients receive healings, and some of them are absolutely impossible in Orthodox medicine. Also mit Tesla Metamorphose ist eigentlich alles möglich, aber es kommt natürlich auch immer darauf an, was der Patient genau braucht. Yes, so majority receives the healing, and some healings are really transformational. So the wording Tesla Metamorphosis has meaning because, for example, if you go onto my website where people talk about their problems, you can listen to a mother of a 21-year-old girl who had birth deformity. One side of her rib cage was much smaller than the other, and her spine was curved because of that. Es ist so, dass wenn man auf ihre Homepage geht, da kann man einige Geschichten lesen von Leuten, die Probleme hatten. Und zwar ist es so, dass das Mädchen, eine Mutter, die hatte Probleme mit dem Brustkorb. Da war der Brustkorb auf einer Seite kleiner und auch die Wirbelsäule hat daran gelitten, also die war nicht gerade. And you can hear her mother saying how the doctor of her daughter was amazed how only in 2 months since he saw her previously, this side of the rib cage became equal to the other, developed to be equal to the other, and her spine was almost completely straight. Und da kann man hören, wie die Mutter sagt, wie sie wirklich erstaunt war, wie sich das in der kurzen Zeit verändert hatte, als sie vorher zum Arzt gegangen ist, dass der Brustkorb eigentlich gleich groß geworden ist wie der Brustkorb auf der anderen Seite und dass die Wirbelsäule auch sich wieder gerade gerichtet hat. Dann klingt mir das so, als wäre das kein Heilmittel, sondern ein Ordnungsinstrument. Ein Instrument, was unseren Körper in den Zustand bringt, wie er ursprünglich vorgesehen war. Kann man das so verstehen?
Right, then it seems to him as if that was not really a healing instrument, but that this is like something, like an instrument that brings things in order, that makes things correct and puts them to the original state in Yes. which they were once in. That's absolutely as you understood, because this intelligence is working with the intelligence of the body toward bringing body into the perfect balance of light. You know how every living cell radiates light. Young and a healthy cell radiates bright, vibrant light, while with sick or old cell, this light diminishes. Ja, das hast du genau richtig verstanden. Es geht darum, dass der Körper wieder in ein perfektes Gleichgewicht des Lichts gebracht wird. Und man sieht auch bei gesunden Zellen, die strahlen sehr intensives Licht aus und kranke Zellen eine andere Form des Lichts. Yeah, so with Tesla Metamorphosis, this light is having, is bringing back into balance, and that's how the healing takes place. Also bei Tesla Metamorphosis geht es darum, dass dass der Körper wieder in ein perfektes Gleichgewicht des Lichts gebracht wird und so findet dann auch die Heilung statt. But what I really do believe, yeah, we have received those amazing healings. It seems sometimes to me as if we receive them as a donkey, a carrot, to be leaded where to go. Because I personally believe that the importance of Tesla metamorphosis in those Tesla waves is even more into the effect of Tesla waves on human consciousness. Ja, wir haben diese wunderbaren Heilungen erlebt und irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, dass es uns wie in die richtige Richtung treibt, weil genau gesehen denke ich auch, dass es so ist, dass diese Tesla-Wellen uns wieder in das richtige Bewusstsein bringen, also wie unser Bewusstsein erhöhen. Die Schwingung, die dort verwendet wird, scheint viel im Menschen zu verändern. Bevor wir aber jetzt weiterreden, müssen wir ganz kurz in die Werbung gehen. Liebe Zuschauer, wir sind wieder zurück nach der kurzen Werbepause mit einem auch für mich ganz spannenden und neuen Thema, Tesla Metamorphosis. Bei mir im Studio Anya Petrovic, die diese Methode weltweit schult und ausbildet und natürlich auch anwendet, und Susan Züger, die Dolmetscherin, die uns aus dem Englischen ins Schweizerdeutsch, aber wir nehmen das Hochdeutsch, übersetzt. Was für uns noch wichtig ist, ist A, bei welchen Krankheiten, die ich habe, kann mir diese Tesla-Metamorphose helfen. Auch werden wir in der zweiten Hälfte noch mehr darüber sprechen, wo ich das eventuell lernen kann, wenn ich bereits einen Heilberuf ausübe und möchte mich weiterbilden. Und natürlich, wo kann ich mehr darüber erfahren. Da werden wir, und halten Sie sich Bleistift und ein Stück Papier bereit. Wir werden eine Telefonnummer einblenden, wo Sie einen Schweizer Kontakt bekommen, dass Sie sich entsprechend informieren können und schauen, ob diese Methode zu dem gewünschten Erfolg bei Ihnen führt, den Sie sich vorstellen. Aber wir fragen einmal weiter. Okay, first in this second part we're going to look at who is an ideal contact here in Switzerland. If people are sick, they want to get in touch with somebody, where they can find help. But first of all, we're going to go a bit further. Wenn ich jetzt eine ganz klassische Krankheit habe, die man hunderttausende Mal in ganz Europa hat und sonst überall auf der Welt, ich sag mal so zwei Schlagworte, Diabetes und Rheuma. Das sind ja Dinge, die quälen Millionen von Menschen. Wenn ich mit diesen Dingen mich an den Schweizer Kontakt oder an die Anja wende, kann mir da geholfen werden. Okay, let's assume if somebody is suffering from so-called classical diseases such as rheumatism or diabetes, and if they want to get in touch with you or the Swiss contact here, is it possible to heal such people with Tesla Metamorphosis? Yeah, well, if you ask me for any illness, whether that's
diabetes or whatever, it's always the same answer. Everything is possible. Because you know how in quantum physics, they say that everything depends on the frequency, on the vibration. So everything is possible, but we never know what the result is going to be. Right. Also wenn du mir diese Frage stellst, ist die Antwort eigentlich immer die gleiche. Alles ist möglich. Es kommt aber einfach auch immer auf die Schwingungen drauf an. So wie in der Physik, da sind die Schwingungen sind unterschiedlich. Ja. Was heißt, die Schwingung ist unterschiedlich? Wenn ich jetzt als Patient komme und sage mal klassisch, dass die Zuschauer das verstehen, ich innerlich halte davon nichts. Ich sage, das ist alles Unsinn, aber jetzt können mir auch andere Mediziner nicht helfen. Jetzt probiere ich das mal, bin aber nicht überzeugt davon. Ist meine Einstellung, meine Schwingung ausschlaggebend auf das Ergebnis der Behandlung? Okay, he would like to know if, say, somebody doesn't really believe in this type of healing and thinks that's all nonsense, and is this person's vibration essential for healing work, or doesn't it matter? Well, I had a very funny situation because a couple came and while we were chatting in the room, everything was nice and polite, and then when I went into healing room with the husband who had prostate tumor, he said, I just want you to know that I don't believe in this rubbish. And if you think you're fooling me, you're wrong. Ja, also ich hatte da eine ganz lustige Geschichte mit einem Ehepaar, die sind zu mir gekommen und wir haben das besprochen und das Gespräch verlief eigentlich ziemlich freundlich und als ich dann mit dem Ehemann in das Heilzimmer gegangen bin, dann hat er dann direkt zu mir gesagt, ja, Sie müssen wissen, dass ich überhaupt nicht dran glaube, dass das für mich alles Unsinn ist. But then I said, look, if you're already there and you here and you paid for it, so just lay on a table and rest and whatever happens. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, wenn Sie jetzt bereits hier sind und Sie haben auch schon dafür bezahlt, weshalb legen Sie sich einfach nicht hin und entspannen sich? And he was honest enough when he came next time for the session to tell me that he already didn't have any problems with urinating, which is a symptom when you have prostate tumor. Ja, also der Mann war dann aber auch so ehrlich, als er das zweite Mal wieder in eine Sitzung gekommen ist, hat er zugegeben, dass es ihm jetzt schon sehr viel besser ging im Zusammenhang mit seiner Krankheit. And then after third session, because usually, you know, we have 3 sessions, after third session it's obvious whether there are significant changes or not, and 3 sessions most of the time are enough. Es ist so, also normalerweise arbeiten wir mit 3 Sitzungen und also in der Regel sind dann auch 3 Sitzungen ausreichend und dann können wir sagen, ob wirklich eine bedeutende Veränderung stattgefunden hat. So after third session he went for checkup and the tumor was gone and he obviously didn't believe in it. Und es ist so, dass nach der 3. Sitzung, da ist er auch nochmals zu einem Untersuch gegangen und er war geheilt. Ne? Und es war offensichtlich ja, dass er am Anfang nicht daran geglaubt hat. Gibt es in der Folgezeit, gibt es Rückschläge? Das heißt, gibt es Menschen, wo die Krankheit wieder einsetzt, Monate später? Habt ihr Erfahrungen? Oder gibt es irgendwelche Fälle, wo ihr sagen kann, auch da können wir nicht helfen? Ich habe ja viele Heilmethoden und viele Möglichkeiten hier schon vorgestellt. Und dann gibt es Therapeuten, die sagen, dort sind meine Grenzen, da kann ich nichts machen, aber alles andere kann ich machen. Ist das bei dieser Tesla Metamorphose genauso oder funktioniert das bei allem? First of all, he would like to ask whether there might be any relapses after a certain period of time so that the symptoms suddenly start coming up again. And secondly, you know, because he has obviously presented a number of different programs here with healing methods, and sometimes there are therapists who say, well, that's the limit, I can go as far as that, but not beyond that.
And is that the same with healing metamorphosis? Yeah, well, I have never had experience that somebody would come for the same problem, and I guess that's because this intelligence that is higher than ours works there, and it goes to the cause, not to the symptom. That's why we don't focus on the illness. We just play like kids and play with the energy, and the healing takes place. Because if we had focused to the illness, which we call symptom, then we would limit the healing. It's like to compare when you have a headache. You take an aspirin and the headache is gone. But the cause of the headache, being high blood pressure or sinuses or whatever, is still there. So if we would focus to the problem that the client reports when he comes, then we would limit the healing. Ja, also ich habe das selber noch nie erlebt, dass da jemand zurückgekommen ist, und ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass die dann geheilt gewesen sind. Es ist auch nicht so, dass wir uns auf die Krankheit beschränken, weil die Krankheit ist für uns das Symptom. Es ist so, dass wir wie bei der Heilung einer höheren Intelligenz Raum lassen, sodass die Heilung dann aus der Ursache heraus erfolgt. Genau, dass die Heilung dann wie über diese höhere Intelligenz arbeiten kann. Und was wir machen, genau, dass wir uns auf die Wurzel, auf die Ursache konzentrieren und nicht eben nur auf die Krankheit. Es ist so wie beispielsweise, wenn man jetzt ein Aspirin nimmt, hat man nachher bei Kopfschmerzen, genau, da hat man nachher keine Kopfschmerzen mehr, aber die Ursache, möglicherweise hoher Blutdruck, ist dann immer noch, ist dann immer noch vorhanden. Und diese Methode, ich habe es vorher nie gehört, deswegen war es für mich so interessant, das vorzustellen. Wenn ich jetzt die Zuschauer vor den Bildschirmen höre, jetzt sitzt er da und sagt, gut, der Arzt sagt, er kann nichts mehr machen, an meinem Bein, wo auch immer. Wo kann ich mich in der Schweiz hinwenden? Und da bitte ich die Regie, den Kontakt einzublenden, um in das Vergnügen einer Behandlung zu kommen, oder was muss ich machen, um das zu lernen? Die Regie soll mal die Kontaktadresse bitte einblenden und ein bisschen stehen lassen. Ja, 2 Minuten stehen lassen, dass die Leute sich das notieren können. Okay, first of all, he has never heard of this healing method before. Neither have I. Why he was delighted to present it today. But this is now for the people who are watching this program. If they say, okay, I have whatever kind of problem, and I would like to find help here and get the pleasure of going through such a healing metamorphosis, where can the people actually go to, or how could they learn how to do it themselves? Yeah, you can see on the screen Bernard Gigon is from here, and Also das heißt, die Zuschauer können die Bernarda Zigon kontaktieren, wenn sie eine Behandlung haben möchten oder sich informieren über die Art und Weise der Behandlung, wie das geht. Yeah, she did the seminars in Ljubljana. I haven't been here doing seminars. I travel around the world, so probably one day I'll come to Switzerland and do the seminars. Great. Ja. Also sie hat Seminare bei mir besucht, und sie ist ja aus der Schweiz und ihr Name ist eingeblendet, und bei mir ist einfach so, ich reise sehr viel und gebe überall Seminare, und vielleicht kommt aber auch mal der Zeitpunkt, wo ich dann in der Schweiz auch Seminare geben werde. Das würde ich gerne unterstützen. Ich würde das auch gerne mal mit der Kamera begleiten. Das heißt, wenn sie das nächste Mal da ist, würde ich gerne mal einen Patienten, wir haben das in anderen Bereichen, jetzt im letzten Thema war bei uns paranormale Chirurgie. Dort haben wir das auch gemacht, dass wir hingegangen sind und haben gesagt, Patient, melde dich bei uns.
Wir führen dich zu den Damen und Herren, die das machen. Du sagst uns, was der Doktor dir gesagt hat, was für Krankheiten du hast. Und dann schauen wir nach der Behandlung, wie du dich fühlst. Du kannst dann nochmal zum Arzt gehen und danach schauen lassen. Denn wie gesagt, es wird wahnsinnig viel Neues im Moment auf der Welt verbreitet, aber niemand weiß, um was es geht, weil wir sind ja gewohnt, in der Materie zu leben. Und jetzt kommen aber viele Dinge im Schwingungsbereich, im geistigen Bereich dazu, die für uns alle neu sind und jeder sagt, ach, das gibt's doch gar nicht. Right. So he would very much like to support that he would be coming here to Switzerland, and if you can do so, he would like to accompany you next time, for example, with a patient and with a camera, so that he can observe what is going on, because the situation really is that there are so many new methods of healing coming up, and people are not so well informed, they don't really know what is going on. So this would be interesting to actually take a patient who has come from a medical doctor, who has a certain diagnosis, and will come to you and you could heal. Yeah, well, that would be a pleasure, but you know, you can do that with Bernarda. I teach seminars, so in the seminars we don't work with patients. We work, you know, I teach students how to access those Tesla waves, how to play with them, and then there are 3 ways how we use Tesla waves. This is Tesla healing metamorphosis, Tesla distant healing with communication, which I love to talk about, and Tesla light body metamorphosis. And so those are 3 seminars. Tesla Metamorphosis 1, where they learn how to do Tesla healing metamorphosis, and this is majority what we were talking about now. Then, you want to check? Ja, also das wäre sicher sehr interessant, aber ich würde an dieser Stelle vorschlagen, dass du das dann gleich mit Bernarda Zigon machen würdest, weil ich selber reise sehr viel rum und erteile diese verschiedenen Seminare. Das heißt, sie bildet aus. Sie bildet im Prinzip Menschen aus, diese Tesla Metamorphosis oder die 3 Methoden, die sie eben beschrieben hat, anzuwenden. Right. So you actually teach people. You teach people to use these 3 methods that you have just mentioned, right? Yeah, well, yes. So in Tesla Metamorphosis 1, they learn how to do Tesla healing metamorphosis. It's about healing others, healing yourself, healing your pets, your plants. You can even heal your situation. You can heal your food. But with food, you know, you have to be very careful, because if you heal it for too long, it can get cold. Oh, explain. Right. So im ersten Teil, da lernt man einfach, das ist die Heilmetamorphose, da lernt man andere Menschen zu heilen oder Tiere oder Pflanzen zu heilen, und man kann natürlich auch das Essen heilen, aber beim Essen, da würde ich dann vorsichtig sein, wenn man das zu lange heilt, dann kann es dann kalt werden. Aber ein gesundes, aber ein kaltes Essen. Yeah, and then after that, in Tesla Metamorphosis 2, students learn how to do distant healing with communication, and I think it's worth talking about that, because that proves this theory that Tesla frequencies affect human consciousness. And the Tesla Metamorphosis 3 seminar is where people learn how to perform Tesla light body metamorphosis and others. Ja, im zweiten Teil geht es um die Fernheilung mit Kommunikation, und ich würde eigentlich gerne noch darauf eingehen, weil es ist sehr interessant. Das beweist auch, dass die Leute wirklich in Verbindung kommen mit diesen Tesla-Frequenzen. Und dann im Teil 3 ist die sogenannte Lichtkörperheilung, Tesla-Lichtkörperheilung. Dann würde ich gerne noch eine Erklärung haben, genau zu dieser Distanzgeschichte und zu dieser Lichtkörpererklärung. Wie funktioniert das und vor allen Dingen, wie lange dauern die Ausbildungen? Okay, first of all, then he would like to have further information on number 2, the distant healing, how people can learn that and how long such a seminar takes. Well, this seminar takes 3 evenings during the week usually, so from 6 p.m. to 10 p.m. So 3 days
4 Ja, hours. also meistens sind das 3 Abende pro Woche, also ein paar Stunden. Und wie lange? Wie viel, halbes Jahr, 3 Does it take Monate? 6 months or 3 months? No, or? no, 3 days. But it's not me doing something very clever to make them able or to enable them to do that. It's about this higher intelligence. It's about Tesla waves. Ja, es ist nicht so, dass ich da irgendwas ganz Spezielles, Cleveres mache. Es ist einfach, es geht um diese Tesla-Wellen. Das nimmt dann wie selber seinen Lauf. Also man vermittelt den Menschen, wie sie mit dieser Energieform umgehen können zum Wohle der Menschheit. So is it actually that you teach the people how to use these Tesla waves, to use them for the welfare of humankind? Yeah, of course, because Tesla was always about, the well-being of humankind, and he always insisted that science needs to follow the ethics, and that all the instruments and everything what we use should be good for human health. But actually, I'm not that clever to teach them how to use, I don't know how to explain to you, but for example, I don't do any, like in Reiki, any symbols and procedures and rituals to enable them to do that. It is just that those Tesla waves enable them, and if you could see, there are some phenomena that are totally new in healing. And one of those is the fact that there are purple colors on PIP camera images of students. Ja, es ist nicht so, dass ich da irgendwas ganz Spezielles mache, wie zum Beispiel im Reiki, da ist es so, dass man vielleicht mit Symbolen arbeitet oder auch Rituale durchführt. Aber hier haben wir ganz speziell... Wenn die Regie das nochmal einblendet zwischendurch, können wir das sehen? Das Computerbild bitte, danke. Hier haben wir, bei dieser Heilmethode haben wir ganz neue Phänomene, und das ist so, das lässt sich mit der Piepkamera wissenschaftlich beweisen. Das ist immer, bei einer Heilung ist die Farbe lila vorhanden, wie wir das hier im Bild sehen. Yes, so when first I did seminar, at the beginning I wasn't really confident whether other people could do it. I knew I could do it, but I wasn't sure whether other people could do it. Also als ich anfing mit diesen Seminaren, da war ich mir gar nicht so sicher, ob das andere Leute auch können. Ich wusste zwar, dass ich das selber kann, aber ob es dann andere auch lernen, das wusste ich nicht. And then I made experiment with 3 friends who I worked before. And an amazing thing happened when one of the friends was reading what she got through healing. It was in Sydney, and the day was really bright, and the blue sky was there. It was a beautiful day. And then all of a sudden, the clouds came and the lightnings. And then we all turned and say, "Hi, Tesla." And that I took as a sign that I'm on the right path, that I could teach that. That's very nice. Ja, das ist eine wunderbare Geschichte, die ich erlebt habe mit 3 Freundinnen von mir. Wir haben das dann so, ich war mit ihnen zusammen, und wir haben versucht, dass sie das auch lernen können. Und eine Person hat mir dann gesagt, das wäre so gewesen, dass sie plötzlich so verschiedene Bilder wahrgenommen hat. Zuerst ein bisschen war es ein sonniger Tag, anschließend sind Wolken gekommen und dann plötzlich diese Blitze. Ne? Und dann habe ich für mich selber dann gedacht, das ist jetzt das. Ein Willkommen, genau. Yeah. And there was no drop of rain. In 10 minutes everything was clear again, and it was sunny. It was like... Incredible, incredible. Yeah. It's the science from our universe, and so we could understand we have new ways to go in the future. Yes.
Entschuldigung, es war nur ein kleiner Einwurf auf die Geschichte. Wo mich noch das interessiert, wir haben ungefähr noch 4 Minuten. Ich kann mich anmelden, auch über die Bernarda, wenn ich das lernen will. Und dann wäre es auch möglich, dass die Frau Petrovic hier in die Schweiz kommt und die Leute ausbildet. Müssen die Leute Englisch sprechen oder gibt es auch bei der Ausbildung einen Dolmetscher? Okay, would there be a possibility to register via Bernarda if people want to come and learn about Tesla Metamorphosis? So say if you came to Switzerland and you would hold seminars here, and then would the people be able to speak English or would there be a translation? Well, if I come to Switzerland to do seminars, then we would have simultaneous translation. Bernarda, at this stage, doesn't teach. Actually, unfortunately, it's only me, teaching at the moment. Yeah, so but I plan, Good to organize the seminar. Yeah. So he wanted to know if they could enroll for a seminar with you via Bernarda. Yeah, of course. But we need to set the time, and sometime in January I will probably make the schedule for the next year. But I'm a bit persistent. I want to talk about this phenomena of consciousness. 2 minutes. Okay. Okay, ich bin ein wenig, natürlich könnten wir das alles so organisieren, aber ich bin jetzt ein bisschen hartnäckig. Ich möchte unbedingt über diese neuen Phänomene da sprechen. Dann wir haben noch 2 Minuten, dann ist die Sendung dann ganz gleich. Okay, so, well, I was curious, how comes that we now can do this distant healing with communication on conscious level, subconscious level, and integrative mind level. And I had like 49 students in June in Ljubljana, and all of them could do it. Also ich war da sehr neugierig, wie wir das machen können mit dieser Fernheilung, mit dieser telepathischen Kommunikation über Distanz, und zwar auf der bewussten Ebene, auf der unterbewussten Ebene und auf einer höheren Intelligenzebene. Und ich hatte 49 Studenten damals und die waren alle in der Lage, das zu lernen. Yeah, first I used to call it telepathic communication, but later on I realized that's not the correct word, because we go further. Wir könnten noch viel mehr sprechen, aber leider geht unsere Sendezeit zu Ende. Wir werden alle Anfragen weiterleiten. Ich finde es ein ganz spannendes Thema. Ich werde noch mal darauf eingehen. Vielen Dank, liebe Zuschauer. Wir sehen uns morgen Abend.